Moin, herzlich willkommen hier auf Johns MOBA, wieder zu einer neuen Folge, zu einem neuen Log-Review. Und euer Feedback war, ihr wollt als erstes die Köf bzw. das Köf-Set von Märklin hier sehen, die 26617, bestehend aus dieser kleinen Lokomotive und zwei Wagen. Und ich habe ganz inständig gehofft, dass ich mit euch hier ein Review machen kann, wo ich sage, das ist ein hervorragendes Set, hervorragende Lokomotive, volle Empfehlung, kauft euch das. Es gibt Themen, da müssen wir drüber reden. Ich habe mal wieder das Haar in der Suppe gefunden und das ist, also eigentlich ist es schon fast ein Haarbällchen manchmal. Da sprechen wir heute mal drüber, was das für Dinge sind, die mich begeistern, aber auch, was es für Dinge sind, die mich an dem Set hier stören. Ich werde versuchen, mich ein bisschen kürzer zu fassen. Es gab von euch das Feedback, dass so ein Log-Review in Spielfilmlänge nicht für alle von euch super geeignet ist. Jetzt versuche ich mal so die goldene Mitte zu treffen. Vielleicht klappt es nicht. Manchmal kann man nicht aus seiner Haut und über eine kleine Köf, obwohl sie so klein ist, gibt es eben viel zu erzählen. Generell das Set von Märklin, seht ihr, ist für eine kleine Lokomotive, die hier in Lebensgröße abgebildet ist, in einem ziemlich großen Karton. Also der hat so ungefähr die mindestens doppelten Ausmaße eines normalen großen Logkartons. Und Märklin verrät sich schon selbst ein bisschen. Wenn ihr mal hier schaut, was steht da oben drauf? Wenn ihr es jetzt nicht lesen konntet, ich lese es euch vor. Dieses Modell ist für Sammler gedacht. Ganz wichtig. Nicht für Kinder unter 15 Jahren geeignet, aber für Sammler. Werden wir nochmal feststellen, warum. Der Karton, habe ich schon gesagt, ist relativ groß. Dann könnt ihr den hier so schön öffnen. Dann kommt hier Märklin typisch ein bisschen Papierkram zum Vorschein. Da haben wir einerseits hier die Sondererklärung zum Thema Spielewelt. Das ist, wenn ihr eine Central Station 3 habt, könnt ihr dort quasi ein virtuelles Cockpit für eure Lokomotive aufbauen. Dann gibt es hier eine Garantieurkunde für die Herstellergarantie, ganz wichtig, das hat ja nichts zu tun mit eurer Gewährleistung, die ihr von dem Händler bekommt. Das heißt, wenn ihr das Set kauft und es gibt irgendein Problem, ist euer Händler immer der erste Ansprechpartner, zumindest am Anfang. Und dann hier die Anleitung. Alle drei Dokumente absolut qualitativ in Ordnung vom Druck her. Nicht das hochwertigste, was man je gesehen hat, aber ich denke, das ist okay. Und wenn man reinguckt, im Großteil sind das eigentlich unterschiedliche Sprachen, die hier aufgeführt sind. Die deutsche Seite ist ungefähr das. Da haben wir hier eine Liste mit Funktionen. Wir haben hier nochmal eine grobe Beschreibung, mit welcher Adresse. Das heißt also mit der DCC 03 als Standardadresse läuft er los. Ja. Und dann gibt es hier hinten nochmal so ein ganz bisschen was zum Thema Wartung und Teile der Lokomotive. Also absolut okay, kennt ihr. Und dann hat man hier das ganze Set im Endeffekt in so einem Styroporblister. Bei uns steht das ja hier schon. Was ist da drin? Ein wirklich niedlicher kleiner Plastikblister für die Lokomotive. Da ist die aber auch hervorragend drin geschützt. Ja. Und ihr seht schon, bezogen auf die Gesamtgröße von dem Karton ist das wirklich klein. Dann haben wir hier das Ladegut. Ich habe es hier noch gar nicht ausgepackt. Das sind 2x12 Radsätze von Märklin jeweils. Das ist wahrscheinlich so das einfallsloseste Ladegut, was man sich vorstellen kann. Kann man auf jeder Anlage immer transportieren, Radsätze auf einem Flachwagen. Und dann gibt es hier die Rungen einsetzbar in den Wagen, sodass man eben aus dem Flachwagen einen Rungenwagen machen kann und das Ganze auch zweimal. Hier unten sind dann die Wagen drin in dem Ganzen. Also, so viel zu dem Karton. Es gibt dann für die Lokomotive noch ein ganz mini Beutelchen mit Ansteckteilen, falls ihr das als Sammler wirklich in die Vitrine stellen wollt. Das heißt, da habt ihr die Schraubkupplung und die Schläuche. Das lassen wir da alles mal drin. Und die werden wir vielleicht noch brauchen, aber den Rest packen wir mal wieder zusammen und verwenden das gleich mal als Unterlage für unsere Lokomotive. Also der Karton erstmal Märklin typisch, alles in Ordnung. Wenn ihr die kennt, wenn ihr einen kennt, kennt ihr alle.
Und jetzt kommen wir mal zu dem Set selber. Wie sieht das Ganze live aus? Also, so sieht das Ganze dann in live aus. Wir haben 2 Anhänger und wir haben hier eine kleine Lokomotive. Ich zeige euch die Lokomotive erstmal ein bisschen aus der Nähe. So sieht das aus. Und ihr seht schon im Verhältnis zur Größe meiner Finger, wie klein diese Lokomotive ist. Die ist wirklich niedlich klein. Die wiegt dafür schon eine ganze Menge, muss man ganz klar sagen. Also die hat jetzt schon ein anständiges Gewicht. Ist auch alles gefühlt aus Metall hier, so wie es aussieht erstmal. Ist aber super klein, super niedlich. Und die Wagen, ja, das sind so die Standardwagen, die für die DSB-Sets rausgehauen werden. Also ich glaube, da gibt es inzwischen von Märklin 10 unterschiedliche Sets aus den letzten 20 Jahren mit DSB-Anhängern, wo immer diese Flachwagen verwendet werden. Die findet ihr zum Beispiel auch in dem Set, was ich euch hier neulich mal vorgestellt hatte, wo die gepanzerten Mannschaftstransporter M113 drauf transportiert werden. Das sind die gleichen Flachwagen. Dann gibt es zum Beispiel hier dieses Set, das ist schon ein bisschen älter, die 46922, da waren dann Schiffsteile drauf, das sind dieselben Wagen, also die werden wir uns heute zwar auch nochmal angucken, aber das war so aus dem Fundus, würde ich mal sagen. Also das ist so ein bisschen mein oder einer meiner Punkte bei diesem Set. Man hat so ein bisschen den Eindruck, es ist aus dem Fundus, wir nehmen mal Wagen, die wir haben, wir tun Radsätze drauf, davon haben wir auch eine Menge und dann können wir unsere kleine Köpfe hier an den Mann bringen. Teurer, als wenn wir sie einzeln verkaufen würden. Preis von dem Set, UVP, festhalten, ihr sitzt alle, ja, wer nicht sitzt, hinsetzen, 379 €. Also, Mini-Lokomotive plus 2 Standardwagen mit in Summe 24 zusätzlichen Radsätzen, 379 € UVP. Tatsächlicher Preis, ihr bekommt das Set also einmal ab 330 € ungefähr im Internet. 330 € aufwärts, habe ich es aktuell gesehen. Ist ein Märklin-Preis. Es ist ein Märklin-Preis. Allerdings auch für Märklin-Preise, weil es eben so eine ganz kleine Lokomotive ist, kommt einem das vielleicht relativ viel vor. Auf der anderen Seite, wenn wir gleich mal schauen, was steckt technisch in dieser Lokomotive drin, ist es so, dass in dieser kleinen Lokomotive technisch mehr drin steckt, als in vielen großen Lokomotiven von Märklin. Das heißt also, man hat die Funktionen und die Technik von großen Lokomotiven in eine ganz, ganz kleine Hülle hier gesteckt. Und dann kann man sagen, steckt da wahrscheinlich schon wieder ein bisschen mehr Aufwand auch in der Produktion dahinter, dass das alles so funktioniert. Also insofern über den Preis kann man streiten, er ist aber auf jeden Fall eine Ansage, das ist nichts, was sich viele Menschen einfach mal so nebenher irgendwie kaufen, weil sie da gerade Lust drauf haben. Das ist mit 379 € schon eher eine Ausgabe. So viel erstmal grundsätzlich zu dem Ganzen. Wenn wir uns dann das kleine Modell hier mit ein bisschen mehr Detailblick mal anschauen, fallen so ein paar Sachen auf. Das erste ist, wenn wir uns die Bilder des Modells angucken, wie sie im Internet vertrieben werden, wie sie hier auf der Packung drauf sind, hat man ein Führerhaus, durch das man durchschauen kann. Ja, also ihr seht das gerade, ich habe da jetzt nichts reingetan, sondern die Firma Märklin hat da was reingetan. Zum Beispiel einen ziemlich fetten Decoder, irgendwelche Technik. Ihr könnt durch das Führerhaus nicht durchgucken. Es ist nicht möglich, es ist vollgestopft mit Technik. Auf den Bildern, selbst hier auf der Packung, seht ihr das? Ist da eine Inneneinrichtung abgebildet. Das heißt, alle Bilder dieses Modells im Internet haben Durchblick durchs Führerhaus, Blick auf die Steuerkonsole im Führerhaus. Hier, da ist eure Steuerkonsole. Sieht top aus. Hat eine ganz leichte Ähnlichkeit mit einem Märklin-Decoder. Könnte daran liegen, dass es einer ist. Also, das ist aus meiner Sicht nicht in Ordnung. Muss ich ganz klar sagen. Liebe Firma Märklin, das ist nicht in Ordnung. Ich weiß, glaube ich, warum ihr dieses Bild verwendet hier. Denn es gibt
eine ältere Version dieser kleinen Köf in der gleichen Farbgebung, allerdings ohne die Telex-Kupplung und ohne Sound. Und da habe ich einen Durchblick durchs Führerhaus und da habe ich eine Inneneinrichtung. Einfach weil ich weniger Technik in dem Modell drin habe, hatte ich diesen Platz. Vielleicht habt ihr einfach diese alten Modellbilder genommen. Das nehmen wir jetzt mal zu euren Gunsten an, Märklin, dass ihr einfach alte Modellbilder genommen habt. Ich hatte allerdings gehofft und mich darauf gefreut, dass ich hier so ein hervorragendes Köf-Modell habe, wo an Technik alles drin ist und ich trotzdem einen Führerstand habe, wo ich ein kleines Männchen reinstellen kann. Das war jetzt neben dem Preis, den ich hoch finde, so mein erster Enttäuschungspunkt. Finde ich nicht in Ordnung. Wenn ich ein Modell vermarkte und ich habe das ganze Führerhaus vollgestopft mit Technik, dann sollte ich es nicht mit Bildern vermarkten, wo ich durchgucken kann durchs Führerhaus. Das finde ich für den Preis nicht in Ordnung. Hätte ich da 20 € für bezahlt, wäre mir das egal. Aber für einen Preis von über 300, fast 400 € im UVP finde ich das nicht mehr in Ordnung. Weitere Details sind eigentlich gut ausgeführt, muss man ganz klar sagen. Ansonsten, wenn ihr euch das von unten anguckt, seht ihr hier ein Spezialdetail nochmal. Und zwar sind das hier diese kleinen Gleismagneten, weil wir keine Haftreifen haben. Und dann seht ihr hier die Telex-Kupplung. Ja, so viel erstmal zum ersten Eindruck des Modells. Ist bis auf diese Tatsache, dass man das rausholt und denkt, jetzt gucke ich mal in den Führerstand und man sieht nichts, ist der absolut in Ordnung. Ja, also geht durch und ist auch für den Preis, für Märklin-Qualität, das Gewicht, die Haptik, alles in Ordnung. Ja. Bevor wir jetzt reinstarten in das Modell, mache ich mit euch noch mal ganz kurz den Ausflug zum Thema Historie. Warum wir überhaupt hier sitzen heute und eine Köf anschauen können. Das werden wir jetzt als erstes machen. Ich werde mich da relativ kurz halten. Es gibt aber eine super Dokumentation zum Thema Köf der DSB in Dänemark. Die möchte ich euch ans Herz legen, habe ich verlinkt unter dem Ganzen. Und da seht ihr hier, das sind so einige Seiten mit tollen Vorbildfotos, mit einem tollen Text, mit einer Liste aller Lokomotiven in Dänemark von dieser Art Köf. Das ist wirklich super, das gibt es kaum, wenn ich euch eine Lokomotive vorstelle, dass es da so richtig spezifisch Literatur dann auch zugibt, die uns wirklich alles aufzeigt. Generell, Thema Köf. Was heißt überhaupt Köf? Ja, warum Köf? Warum heißt das Köf? K, klein, Ö, ölgefeuert, F, Flüssigkeitsgetriebe, also ein hydraulisches Getriebe. Das sind quasi die drei Kürzelbuchstaben K, Ö, F, Köf. Es gibt Alternativen. Also es gibt zum Beispiel statt Öl, also quasi Verbrennungsmotor mit Diesel, gibt es auch Benzol gefeuert. Das wäre dann eben entsprechend ein anderer Buchstabe. Ihr könnt euch denken, welche. Es gibt Akkulokomotiven. Also es gab auch diese Art kleine Lokomotiven mit einem Elektroakku, der hier drin steckte und dann einen Elektromotor angetrieben hat. Dann hatten die natürlich ein A wegen Akku und so weiter. Ja. Theoretisch gab es auch kleine Dampflokomotiven, die eben mit Dampf betrieben wurden. Wir hatten dann als letzten Buchstaben das F, Flüssigkeitsgetriebe. Es gibt noch andere Getriebe, es gibt zum Beispiel eine Direktübersetzung, es gibt ein hydraulisches Getriebe, Direktübersetzung, was haben wir noch? Ihr wisst es wahrscheinlich besser als ich. Ist mir gerade entfallen. Ich schreibe es unten rein hier. Also es gab unterschiedliche Varianten für die Benennung. Köf war am Ende die beliebteste. Und die Frage ist ja, wo kommt das Ganze her? Grundsätzlich sitzen wir heute hier gemeinsam, ihr schaut dieses Video und ich mache dieses Video aufgrund des Ersten Weltkrieges. Jetzt fragt ihr euch, wieso aufgrund des Ersten Weltkrieges? Nach dem Ersten Weltkrieg gab es eine große Anzahl an LKWs. Es gab eine große Anzahl an Fahrern, ausgebildeten Fahrern aus dem Ersten Weltkrieg. Und es gab eben einen deutlich weiterentwickelten Benzin- bzw. Dieselmotor. Unter diesen Voraussetzungen gab es ganz, ganz viele, die angefangen haben, kleinere Logistik- und Transportunternehmen zu gründen. Und damit sind sie wiederum in Konkurrenz getreten in Deutschland zur Deutschen Reichsbahn. Die wurde ja nach dem Ersten Weltkrieg gegründet als einheitliche Eisenbahnverwaltung über alle ehemaligen Länderbahnen hinweg.
Und auf der letzten Meile, beziehungsweise auf dem letzten Stück, die letzten 50, 100 Kilometer, da gab es plötzlich eine riesige Konkurrenz von LKWs. Einerseits, weil die technisch eben durch den Ersten Weltkrieg entsprechend entwickelt waren. Andererseits, weil es ganz, ganz viele Leute gab, die Lkw-Fahren gelernt hatten im Ersten Weltkrieg und jetzt die Möglichkeit hatten, ein eigenes Geschäft zu eröffnen mit einem Lkw. Und als drittes, weil man schneller war. Es war schneller, es war einfacher. Das hat am Ende jetzt dazu geführt, dass heute kaum noch ein Unternehmen einen Gleisanschluss hat, sondern nur die Unternehmen, die wirklich noch große Mengen an Gütern, an schweren Gütern wie Mineralien und Erze und sowas brauchen. Die haben noch einen Gleisanschluss. Alle anderen, die transportieren ja per Lkw. Das kennt ihr täglich, wenn ihr auf der Autobahn fahrt, diese riesigen Mengen an Lkws. Das ist die Folge am Ende daraus. Kennt ihr auch, wenn ihr bei irgendeinem Logistikunternehmen auf die Homepage geht aus Deutschland, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ihr irgendwo unter unsere Historie ein Bild findet vom Uropa mit einem uralten LKW, schwarz-weiß, steht da stolz wie Bolle davor, weil er der Erste ist, der sich selbstständig gemacht hat. In dieser Phase war die Deutsche Reichsbahn also gefordert. Was war das Problem? Der LKW war schneller auf dem letzten Stück. Warum war der LKW schneller? Die Bahn fuhr Stückgut in Güterwagen zu einem kleinen Bahnhof und um dort die Lok zu trennen von den Güterwagen, um einen Wagen dazulassen, um einen neuen Wagen mitzunehmen, der vielleicht von einem Gleisanschluss einer Firma dorthin transportiert worden ist schon vorher, brauchte man ja irgendeine Art der Traktion. In kleineren Bahnhöfen und mittleren Bahnhöfen war das bei der Bahn damals einfach die Lokomotive, die den Zug gerade gezogen hat. Die kam angefahren in den Bahnhof, hat abgekoppelt, hat die Rangieroperationen vorgenommen, hat sich dann wieder angekoppelt und ist mit dem Zug weitergefahren. Und das dauert. Stellt euch das mal vor, an jedem kleinen Bahnhof diese ganzen Rangieroperationen. Damit wird der Güterverkehr in der Fläche extrem langsam. Und dadurch war eben dieses Einfallstor für den Lkw geöffnet. Wir sprechen hier von einem Zeitraum Mitte bis Ende der 1920er Jahre, wo exakt das passiert ist. Jetzt gab es darauf verschiedene Antworten. Das eine war dieser sogenannte Stückgut-Schnellverkehr, den ihr vielleicht namentlich mal gehört habt, wenn ihr euch mit Eisenbahn beschäftigt. Das waren quasi so Spezialzüge, die eben diese Rangieroperation unterlassen haben. Aber das funktioniert ja nicht überall. Und dafür wurde eine Lösung gesucht. Und diese Lösung sehen wir jetzt hier vor uns. Ganz, ganz kleine Lokomotiven, die an den Bahnhöfen stationiert waren. Also die ist nicht auf der Strecke unterwegs gewesen im Regelfall, sondern hat an einem Bahnhof die Rangieroperation übernommen. Deswegen wurden die auch nicht als normale Lokomotiven klassifiziert, weil dann hätte ich wieder einen Lokführer gebraucht. Diese kleinen motorgetriebenen Fahrzeuge, die es gab, wurden klassifiziert, so dass sie auch von Rangierpersonal betrieben werden konnten nach einer Schulung. Das heißt, da gab es quasi so einen kleinen internen Führerschein bei der Bahn und dann konnte man eben auch mit den in Dänemark bei der DSB später dann Rangiertraktor benannten, in Deutschland als Köf bekannten, kleinen Lokomotiven, die Rangieroperationen vornehmen, den Zug passend zusammenstellen und dann kommt der richtige Zug eingefahren, ich kann die Wagen ranhängen, kann Wagen abkoppeln und bin dadurch einfach deutlich schneller, weil ich schon in der Lage war, vorzuarbeiten an dem Bahnhof selber. Das war die Grundidee. Da haben sich, wie üblich, dann am Anfang ganz unterschiedliche Konzepte erstmal etabliert. Unterschiedlichste Modelle wurden gebaut, ausprobiert. Und ich habe es euch schon ein ganz paar Mal vorgestellt, die Deutsche Reichsbahn war ganz interessiert an einer Vereinheitlichung. Weil einheitliche Lokomotiven, einheitliche Modelle machen viele Themen günstiger, einfacher zu warten und am Ende eben dadurch auch effizienter. Und in diesem Zusammenhang wurden diese verschiedenen Modelle gegeneinander abgewogen und man hat sich dann entschieden für spezielle Köf-Einheitslokomotiven. Und die wurden in verschiedene Kategorien gepackt. Das hier ist ganz genau genommen eine sogenannte Köf 2, römisch 2. Das ist keine Köf 2, weil sie jetzt besonders neu ist oder so und die Köf 1 älter ist, sondern
Das ist eine Leistungsklassifizierung. Also die Köf 1, die kleinen Lokomotiven dieser Kategorie 1, gingen bis 50 PS. Das waren wirklich die ganz schwachen. Die Kategorie 2 gilt dann von 50 bis 150 PS und die Kategorie 3 setzt sich dann daran fort. Und danach bin ich dann quasi schon bei den normalen Lokomotiven, wie zum Beispiel ja dann der WR 360 C14, die dann auch entwickelt wurde in diesem Zeitraum. Das war eben neben dem ganzen Thema Konkurrenz auch die Phase, wo die Dieseltraktion so weit war, dass die Motoren leistungsfähig genug waren, dass sie auch zuverlässig genug waren und dass man inzwischen eben auch in der Lage war, Treibstoffe an die entsprechenden Orte zu bekommen, so dass man eben nicht mehr eine Dampftraktion braucht. Warum ist das hier entscheidend? Eine Dampflokomotive muss, damit sie funktional ist, immer unter Dampf stehen. Das heißt, die müsste in diesem kleinen Bahnhof angeheizt werden für einen Zeitraum, da braucht man irgendwas zwischen 48 und 72 Stunden, je nach Größe der Lokomotive, um die erstmal auf Betrieb zu bekommen. Und dann muss sie ständig am Leben erhalten werden, 24/7, damit sie eben zum Einsatz kommen kann. Das ist ein riesiger Personalaufwand dafür, dass die Lokomotive vielleicht 1,5, 2 Stunden am Tag was tut. Da ist eine Dieselrangierlokomotive unglaublich im Vorteil. Da dreht man den Schlüssel oder die Kurbel, Motor läuft. Motor abstellen, abwarten, beim nächsten Mal vorglühen, Kurbel drehen, läuft. Das war der Mega-Vorteil, der Riesenvorteil, warum sich Dampftraktion in diesen kleinen Rangierlokomotiven am Ende nicht durchsetzen konnte. Dampfrangierlokomotiven gab es natürlich, aber die wurden eingesetzt in den größeren Bahnhöfen, wo es auch viele Rangiertätigkeiten gab oder in Werken zum Beispiel, wo man vorher schon was brauchte an Traktion, bevor also diese Köf-Entwicklung stattgefunden hat. Und natürlich ist das alles machbar, ist das alles möglich, aber wenn man den direkten Vergleich hat, die direkte Auswahl hat, ist das hier einfach viel, viel angenehmer, einfacher und günstiger am Ende. Also, das hier ist eine Köf 2. Die Deutsche Reichsbahn hat dann in den 1930er Jahren und auch in den 1940er Jahren eine vierstellige Anzahl, also über 1000 von diesen kleinen Köfs hier angeschafft. Und es wurden auch Köfs ins Ausland verkauft. Also das Konzept hat sich auf jeden Fall bewährt, schon ganz, ganz am Anfang. In dem Zuge ist auch die erste Köf tatsächlich nach Dänemark gekommen. Ende der 1930er hat eine dänische Firma eine Kleinlokomotive als Rangierlokomotive gekauft für den eigenen Betrieb. Das war die erste Köf in Dänemark. Jetzt springen wir mal in der Zeit ein bisschen vor, nach dem Zweiten Weltkrieg. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte ja die Deutsche Bundesbahn und die Deutsche Reichsbahn in der DDR noch Köf. Die waren ja weiterhin da. Das Problem, was man allerdings hatte vor dem Krieg, warum diese Lokomotiven überhaupt entwickelt wurden, das gleiche Problem hatte die dänische Staatsbahn nach dem Zweiten Weltkrieg weiterhin. Die hatten keine einheitliche Kleinlokomotive. Die hatten natürlich das gleiche Thema mit dem Rangieren und haben unterschiedliche Kleinstlokomotiven angeschafft in kleineren Stückzahlen. Das hat natürlich dazu geführt, dass ich welche hatte, die sehr zuverlässig waren, welche hatte, die sehr unzuverlässig waren. Es war alles unterschiedlich, ich musste alles unterschiedlich natürlich auch in der Wartung halten. Es ist also sehr aufwendig. Und in diesem Zuge hat dann die dänische Staatsbahn gesucht nach einer Lösung und ist bei der deutschen Köf-Entwicklung hängen geblieben. Man hat dann eine deutsche Köf gemietet von der Bundesbahn und erstmal ausprobiert und ist dann zu dem Schluss gekommen, das ist das, was wir brauchen. Davon brauchen wir mehr. Jetzt kommt da natürlich wieder so ein bisschen Thema Nationalstolz auch rein. Im Regelfall ist es so, dass die dänische Staatsbahn jetzt nicht einfach losläuft und dann eigenständig in Deutschland Lokomotiven kauft, sondern es gab mit der Firma Frichs einen mehr oder weniger allgemeingültigen Vertrag, dass dieselgetriebene Lokomotiven in Dänemark von der Firma Frichs entwickelt werden sollten und gebaut werden sollten. Dementsprechend hat die Firma Frichs dann in Lizenz Köf-Lokomotiven gebaut. Die sahen fast genauso aus. Das sieht man auch hier in diesem Dokument, was ich euch gesagt habe. Es gibt dann ein paar Unterschiede. Es wird immer gesagt, das Führerhaus war eleganter. Da waren hier die Seiten ein bisschen weiter runtergezogen, die Fenster waren ein bisschen größer und schöner. Was heißt schöner? Nicht einfach nur so eckig, sondern ein bisschen eleganter geformt.
Da haben wir hier bestimmt auch nochmal ein schönes Bild für euch, wo man das sehen kann. Da seht ihr jetzt das Fenster, was ein bisschen größer ist, was eben auch nicht nur so kleineckig ist. Also wir machen jetzt hier mal den Live-Splitscreen. So sieht die deutsche Variante aus und so sieht die dänische aus. Davon wurden eine ganze Menge gebaut, also aus dänischer Sicht eine ganze Menge, so mittlere zweistellige Zahl. Und dann gab es natürlich noch weiterhin Lokomotiven, die von dänischen Privatunternehmen oder Bahnen eingekauft wurden in Deutschland. Das waren dann diese deutschen Köf, da wurde nicht diese Spezialversion von Frichs mit einem anderen Motor genommen, denn bei der dänischen Köf wurde ein sogenannter Leyland-Motor als Dieselmotor verbaut. Und der war deutlich weniger zuverlässig als die Originalmotoren der deutschen Köf. Welches Modell haben wir denn jetzt hier vor uns? Das kann ich euch gar nicht sagen. Normalerweise haben die alle ja eine Nummer. Das habt ihr vielleicht auch bei den anderen Reviews schon gesehen. Wenn ich hier eine DSB-Lokomotive vorstelle, hat die normalerweise eine 3- oder 4-stellige Betriebsnummer. Ja, haben wir hier nicht. Gar nichts haben wir da. Keine Nummer. Und auch in der Beschreibung und auch im Katalog steht da keine Nummer drin. Da wird einfach gesagt, das ist eine aus dieser Serie. Ich habe jetzt mal geschaut, welche das theoretisch sein könnte. Also, es ist definitiv keine original dänische, denn die Fenster sind hier diese eckigen, ganz normal, klassisch deutschen. Das heißt also, es muss schon mal eine der Köfs sein, die nicht von der dänischen Staatsbahn, obwohl es hier drauf steht, gekauft wurden, sondern eine Köf, die eben von einem Privatunternehmen gekauft wurde in Dänemark und dann offensichtlich an die DSB gegeben wurde. Und da bleibt nicht viel. Es gibt eine, die wurde gebaut, das ist die ehemalige DB-Köf, ich habe es hier ausgedruckt, 6603. Die wurde 1959 in Dienst gestellt, umgezeichnet dann auf die DB 323 171-9 1968. Die wurde 1983 ausgemustert von der Deutschen Bundesbahn und 86 an die Lollands Jernbane, das ist eine Privatbahn in Dänemark, verkauft. Und damit war die in Dänemark, diese kleine Lokomotive hier. Die lief dann als LJ M13. Dann Anfang der 90er, 1992, hatte die DSB Bedarf nach einer weiteren kleinen Köf. Die haben festgestellt, wir brauchen wieder eine. Und die haben dann von Lollands Jernbane dieses Modell erstmal geleast und ein Jahr später, 1993, gekauft. So, und die Farbgebung, die ihr hier seht, das ist keine DSB-Farbgebung. Die dänische Staatsbahn hat keine Lokomotiven unten grau und oben orange-rot gemalt. Das machen die nicht. Die dänische Staatsbahn hatte die Köf beschafft in dunkelgrün am Anfang, weil damals alle Rangierlokomotiven dunkelgrün waren, und ist dann später dazu übergegangen, zumindest einen Teil der Köf umzulackieren in die neue schwarz-rote Farbgebung mit dem großen DSB-Schriftzug. Die DSB hat keine Köf in orange-rot-grau angemalt. Das hier ist nämlich die Farbgebung der Lollands Jernbane. Also, das ist die Köf der Lollands Jernbane und nach der Übernahme durch die DSB Anfang der 90er haben die tatsächlich natürlich auch DSB draufgeschrieben. Also insofern ist das Modell hier dann als DSB 250 übernommen worden. Es ist also nicht eins aus der Serie, sondern es ist schon ein ganz, ganz spezielles Modell, was Märklin hier nachgebildet hat. Man hat es sich einfach gemacht, muss ich ganz klar sagen, man hat es sich sehr einfach gemacht. Man hätte ja auch die Vorder- und Rückseite des Führerhauses nochmal verändern können für dieses dänische Modell und die entsprechenden Fenster hier reinsetzen können, das ganze Modell dann dunkelgrün machen und dann hätte man eine wirklich akkurate dänische Köf.
So hat man gesagt, naja, wir nehmen einfach eine der ehemaligen deutschen Köffs, gucken mal, was an Internetfotos so durch die Gegend wabert. Und das ist eigentlich das Lustige oder Verwunderliche, weil mal neben dem Ganzen hier, ihr seht, das ist alles grün. Die sind alle grün und so geht das auch weiter. Hier ist jetzt zum Beispiel mal eine gelbe, eine schwarz-rote. Ihr findet im Internet kaum Bilder von den orangenen. Da gibt es mal so ein, zwei, weil es ja auch nur irgendwie 10 Lokomotiven oder sowas bei der Lollands-Jernbahn gab. Also selbst hier, das sind die von den Privatbahnen. Seht ihr das? Auch da ist wiederum keine dabei, die farblich diesem hier entspricht. Weil es hier wirklich nur um eine ganz, ganz kleine Anzahl von diesen Köpfen ging, die so eben von dieser Lollands-Jernbahn angemalt wurden. Bin ich jetzt nicht ganz so überzeugt von. Also, wir bleiben dabei, es ist die DSB 250, weil Märklin sich das leicht machen wollte. Es ist leider damit eben keine tatsächliche, oder es ist keine typische DSB-Köf. Es ist jetzt eine ganz spezielle. Kann man gut finden, kann man nicht gut finden. So, die Lokomotive wurde dann 2001 von Rayon DK übernommen, also 2000 hat die DSB den Güterverkehr selber abgegeben. 2003 wurde sie abgestellt, 2006 wurde sie an Dansk Jernbane, das ist quasi ein Privatunternehmen, DJ, verkauft. Deswegen findet ihr auch Bilder, wo hier nicht mehr DSB, sondern DJ dann drüber steht. Und ab 2007 ist sie dann wieder übernommen worden von der CFL-DK. Heißt, die gibt es heute noch, die fährt auch heute noch. Und das auch abschließend an der Stelle, die anderen oder der Großteil der DSB-Köf, der fährt auch noch. Auch der original dänischen DSB-Köf. Die haben gerade letztes Jahr 6 von diesen Köf wieder restauriert und haben sie wieder dunkelgrün angemalt. Es wäre die Top-Chance gewesen, und das wundert mich, für Märklin, letztes Jahr anzukündigen, dass sie das rausbringen. Weil 2020 hat die DSB 6 der eigenen Köf aus den 60ern genommen, schön renoviert, LED-Scheinwerfer reingepackt, dunkelgrün lackiert, die sehen richtig sahnemäßig aus und rangieren. Also Köf sind, wenn man sie denn braucht, und das muss man sagen, der Güterverkehr hat sich ja immer mehr auf Güterhubs und Ähnliches spezialisiert und viel, viel weniger auf den Güterverkehr in der Fläche. Wenn man sie braucht, sind die Köfs auch heute noch da. Halten ewig, halten noch lange und wenn man sie pflegt und restauriert, wie die DSB es gerade getan hat, kann man die auch die nächsten 20 Jahre noch einsetzen. Insofern, das finde ich so ein bisschen enttäuschend, wäre eine Top-Gelegenheit gewesen für die Firma Märklin zu sagen, hey, die DSB renoviert gerade Köfs, wir machen doch mal ein Sondermodell für genau diese renovierten speziellen Köfs. Es sind auch ein paar davon noch in Museen erhalten, also im dänischen Eisenbahnmuseum in Odense gibt es eine, oder 2 glaube ich sogar, und dann gibt es noch 2 weitere, die museal erhalten werden. Also Köf trifft man noch an vielen Stellen. So, dann habe ich jetzt noch ein Thema für euch zu den Wagen hier. Und zwar seht ihr, ich habe ja beide Wagen hier und das sind übrigens nicht beides die Wagen aus dem Set, sondern der Wagen hier stammt aus einem anderen Set, das hatte ich euch ja eben schon kurz gezeigt. Da fliegen mir hier die Rungen raus. Und zwar aus der 46922. Denn wir nehmen mal jetzt hier den aus dem neuen Set und ich zeige euch den mal hier so aus der Nähe. Aus dem Detail. Ich hoffe, der stellt sich da scharf. Wird schwierig mit dem Scharfstellen. Ist aber nicht so schlimm. Ich teile Fotos mit euch hier auch nochmal. Der Druck auf diesem neuen Hänger ist leider unscharf. Der ist nicht schlecht, aber er ist unscharf im Vergleich zu diesem Druck hier. Hier kann ich ganz glasklar lesen bei dem alten Set. Glasklar kann ich hier die Gewichte lesen, C 27,5 Tonnen und so weiter. Die Betriebsnummer, alles was kleiner ist, kann ich glasklar lesen. Das ist ein Top-Druck.
Jetzt habe ich das aktuelle Modell. Da wirkt das alles so ein bisschen mit so nicht ganz so klaren Kanten. Also der Druck ist einfach schlechter. Ansonsten ist es exakt dasselbe Modell wie bei dem 15 Jahre alten Set, nur der Druck ist schlechter. Also ihr seht schon, wir sammeln hier so ein bisschen Negativpunkte und wir sind noch nicht mal auf der Anlage gewesen mit dem Modell. Wir haben also erstmal die Auswahl des Modells. Naja, es ist halt billig, wenn man jetzt sich nicht damit beschäftigen muss, dass die DSB-Curve anders waren oder damit, dass die DSB zum Beispiel die gerade renoviert oder so. Dann ist es einfacher zu verkaufen, wenn man hier schöne Werbebilder hat, die man nicht umsetzen kann. Dann haben wir neben der Tatsache, dass irgendwelche Radsätze einfach lieblos sind auf so einem Wagen, jetzt hier noch einen schlechteren Druck für ein ansonsten seit 15, 20 Jahren standardmäßig so weitergebautes, nicht verändertes Modell. Und das alles dann am Ende für eben 379 €. Also bisher, vielleicht stimmt ihr mir zu, kann ich noch nicht sagen, dass das so ein 100%ig richtig Hammer-Set ist. Aber wir haben hier Sound und wir haben 2 Telex-Kupplungen und die probieren wir jetzt mal aus. Legen wir los mit den Fahreigenschaften unserer kleinen Köf. Und als erstes, wenn man sie aufs Gleis stellt, wird sie automatisch angemeldet hier von der Mobile Station per MFX-Protokoll. Köf 2 Nummer 13 der DSB. Und da sieht man plötzlich auch Nummer 13, ja. Das ist doch die Nummer, die die Lokomotive hatte bei der Lollands Jernbahn, bei der LJ. Also, Märklin weiß doch ganz genau, was sie auf dem Decoder draufschreiben. Aber sie schreiben es nicht in die Werbung. Mal davon abgesehen, die Lokomotive, die hier als Symbol gewählt wird, ist doch etwas großspurig. Das wundert mich ein bisschen. Denn ja, das kann man eigentlich besser. Bei mir wäre sowas nicht durch die Qualitätskontrolle gegangen bei Märklin, denn es gibt hier auch andere Lok-Symbole, die man auswählen kann, die viel besser passen würden. Wundert mich immer wieder, dass das keinem auffällt, wenn man so eine Lokomotive und so einen Decoder hier anlegt und in den Verkauf bringt, dass das Bild hier mit dem Original dort relativ wenig zu tun hat. Ändert natürlich nichts an der Funktion. Deswegen werden wir wie immer jetzt hier einen Rundkurs fahren. Ihr seht das aber schon, diese Lok ist hier so klein. Ich hoffe, ihr könntet die auf dem ganzen Rundkurs sehen. Wie immer werde ich jetzt einfach mal auf Vollgas drehen und wir gucken, was passiert. Und da kommt sie schon wieder an. War, glaube ich, mit einer der langsamsten Runden. Ich drehe auf 0 und sie bremst dann doch auch relativ schnell wieder runter. Das ist also die vorbildgerechte Geschwindigkeit gewesen. Fand ich jetzt absolut angemessen für die kleine Curve hier. Ist wahrscheinlich sogar noch ein bisschen schnell im Vergleich zum Original. Wir machen das jetzt noch einmal mit dem Fahrgeräusch. Kommen wir einmal zum Thema Funktionen der Köf. Heute mal aus einem etwas anderen Blickwinkel, als ob ihr hier im Garten stehen würdet und die Köf rangiert bei euch vor der Tür. Wir haben der Funktionen gar nicht mal so wenige. Wir haben auf der F0, wie bei fast jeder Lokomotive, das Frontlicht bzw. auch das Rücklicht. Das heißt, wenn ich jetzt das in der Fahrtrichtung habe, seht ihr die 3 weißen Lichter. Wenn ich umschalte, seht ihr die beiden roten.
Dann haben wir auf der F1 die Telex-Kupplung vorne. Ihr habt die Bewegung jetzt natürlich da im Bild vielleicht klein gesehen und das passende Geräusch dazu. So, jetzt ist sie wieder geschlossen. Wir machen sie nochmal auf. Dann könnt ihr sie sehen in der Mitte. Achtet mal drauf. Da hat es geklappt. Also, das war die Telex-Kupplung vorne. Dann haben wir F2, das sogenannte Betriebsgeräusch. Jetzt habt ihr es mal gehört, inklusive Bremsenquietschen. Für die kleine Lokomotive schon sehr, sehr cool. Inklusive schönem Abschaltsound. Dann haben wir jetzt F3, das Signalhorn. Dann haben wir F4, das ist die Telex-Kupplung hinten. Da passiert hinten das gleiche, was wir gerade vorne hatten. Auf und zu jeweils, habt ihr jetzt nicht gesehen, ist aber das gleiche wie vorher. Dann haben wir auf der F5 die Brems- bzw. Beschleunigungsverzögerung, die man abschalten kann. Und dann haben wir auf der F6 das Spitzensignal hinten aus. Was heißt das? Wenn ihr jetzt die Rückseite der Lokomotive sehen würdet, da sind ja auch dann die 3 Lampen. Und wenn ihr eben einen Zugverband fahrt, wollt ihr das vielleicht nicht immer hinten sehen. Deswegen könnt ihr das da abschalten. Ich drehe euch die Lokomotive einfach mal um. Da seht ihr es. Jetzt schalten wir es ab und schon ist es aus. Das Ganze gibt es auch auf der anderen Seite. Wenn wir also hier die Frontseite wieder angucken. Erstmal haben wir allerdings das sogenannte Rangierhorn. Das ist auf der F7. Das ist also ganz kurzer, schneller Ton. Wir haben dann auf der F8 das Spitzensignal vorne aus. Das heißt, wenn ihr jetzt hier vorne Wagen angekuppelt habt, könnt ihr damit das Signal ausschalten, sodass die eben nicht angeleuchtet sind im Betrieb. Auf der F9 habt ihr dann die Möglichkeit, das Bremsenquietschen abzuschalten, wenn ihr das möchtet. Auf der F10 bekommt ihr den Rangiergang und das doppelte A-Licht. Das heißt, dass in beiden Richtungen, egal wie man die schaltet, eben hier das doppelte A-Licht ist. Das heißt, alle 3 Lampen und die Geschwindigkeit ist eben stark reduziert. Dann haben wir auf der F11 das Geräusch Kompressor. Auf der F12 das Geräusch Druckluft ablassen. Auf der F13 das Geräusch Diesel nachfüllen. Auf der F14 haben wir dann den sogenannten Kupplungswalzer. Der funktioniert allerdings nur mit abgeschaltetem Betriebsgeräusch F2. So, das war, wir machen es nochmal. Da seht ihr, das heißt, die Fahrfunktion und die Kupplungsfunktion sind hier gekoppelt, sodass man eben einen Wagen an- und abkoppeln kann, relativ einfach. Und dann haben wir auf der F15 das Bremsenquietschen an. Das heißt, das kann man dann wieder anschalten damit. Ja, und das sind im Endeffekt die Funktionen, die unsere kleine Köf hier mitgebracht hat. In Summe bin ich da doch sehr happy mit den Funktionen. Auch die Sounds finde ich sehr angenehm von der Lautstärke für so eine kleine Lokomotive. Also ich denke, das kann sich schon sehen lassen. Also da auf jeden Fall alles richtig gemacht. Nur beim Loksymbol, ja, das kann man noch ändern.
Und jetzt testen wir mal die Telex-Kupplung, denn das ist ja das, was diese kleine Köf eigentlich auszeichnet. Hervorragende Rangiereigenschaften. Wieder zurück von der Anlage. Also ihr habt es gesehen. Läuft. Und ganz ehrlich, unabhängig davon, ob das Modell gut gewählt ist, wie die Qualität der Wagen ist, ob man da durchs Führerhaus gucken kann, es macht richtig Spaß mit dieser kleinen Lokomotive hier, mit den beiden Telex-Kupplungen zu rangieren, Wagen zu verschieben. Da hat man richtig Spaß. Das ist viel cooler als mit irgendwelchen Entkupplungsgleisen oder sowas, weil man einfach überall alles machen kann. Super tolle Sache. Die Tatsache, dass man die Soundfunktion, die Telex und so weiter, das alles in diese kleine Lokomotive reingebracht hat, auch das finde ich richtig gut. Auch das ist ingenieurstechnisch nicht einfach, ich weiß. Gerade noch in der Kombination mit der Märklin-Qualität, die man ja hier erwartet erstmal. Und ich muss mal schauen, wie lange die hält, aber ich gehe jetzt erstmal davon aus, nach dem, was ich hier so mitbekommen habe,
dass das Modell schon mechanisch ausgereift ist, ja, und funktioniert. Ich mag das Modell, es hat seine Fehler und wir kommen nicht an den Innenraum ran. Das ist auch so ein Thema. Wir kommen nicht an den Innenraum ran, zumindest nicht, wenn wir uns an die Anleitung halten. Also die Anleitung, und das ist ja das, was ich mit euch normalerweise mache, beschreibt ja immer, wie man das Modell öffnet, um es dann zu warten. Das macht die Anleitung hier leider nicht. Und die Anleitung sagt uns, wir müssen das Getriebe ölen und an das Getriebe kommen wir ran, eben ohne die Lokomotive zu öffnen. Und wir können den Schleifer austauschen. Und das seht ihr hier, wenn wir da drunter gucken. Da seht ihr hier, das sind die Zahnräder von dem Getriebe neben dem Schleifer da. Ja. Und ansonsten, was steckt da drin? So ist der Aufbau der Lokomotive. Seht ihr hier unten sind die beiden Radsätze. Nehmen wir uns mal hier unseren Zeigestock, also die Radsätze. Dann haben wir hier die Zahnräder, die wir ölen können. Dann kommt der Lokomotivrahmen, hier kommt der Motor, das Ganze. Und hier sind die ganzen Teile, die da im Führerhäuschen drin stecken. Und selbst hier ist das Führerhäuschen noch falsch dargestellt, weil es eine Inneneinrichtung hat, die hier gar nicht drin sein kann. Also ich wüsste nicht, wo hier die Inneneinrichtung drin stecken soll. Deswegen kann ich sie euch leider nicht aufmachen, die Lokomotive, weil sie eben keinen offiziellen Weg zum Öffnen hat. Wir könnten jetzt natürlich hier alles Mögliche an Schrauben öffnen. Ich weiß aber nicht, ob das eine super brillante Idee wäre, wenn das hier so beschrieben ist, dass man da lieber die Finger von lassen soll. Ja, was ich mir noch gewünscht hätte, wäre eine bessere Detaillierung hier vorne vom Kühlergrill. Das ist so etwas, da hätte Märklin jetzt noch mit punkten können. Das macht Brava zum Beispiel wunderbar, dass man hier einen Kühlergrill hat, durch den man wirklich auch durchschauen kann. Wäre eine Kleinigkeit, wäre keine große Sache gewesen. Das Führerhaus, dass man da eben wirklich reinschauen kann, würde ich mir bei der nächsten Version wieder wünschen. Und ansonsten, es ist ein ordentliches Modell, es macht super Spaß auf der Anlage, also deswegen für Sammler. Warum für Sammler? Dieses Modell ist nicht für Sammler. Das bleibt so mein Fazit von dem Ganzen, um es euch mal klar zu sagen. Märklin schreibt drauf, das Modell ist für Sammler gedacht. Nein, ist es nicht. Wenn es für Sammler gedacht wäre, dann wäre es eine ordentliche Darstellung der echten dänischen Köf. Weil eine DSB-Köf kauft ja nur jemand, der irgendwie ein Faible für die DSB hat. So wie ich hier, mit Fred Haun. Alle anderen, was wollt ihr mit einer DSB-Köf? Braucht ihr nicht. Ihr könnt euch eine Deutsche Bundesbahn-Köf kaufen oder eine Reichsbahn-Köf, je nachdem, was euer Ding ist. Ihr braucht keine DSB-Köf. DSB-Köf braucht nur, wer sich mit einer dänischen Anlage beschäftigt. Und der braucht eigentlich auch eine dänische Köf und nicht eine von einem Privatunternehmen nach Dänemark gekaufte deutsche Köf, die zufällig bei der DSB gelandet ist, weil es Märklin in den Kram passt und günstiger ist. Also für Sammler, weiß ich nicht. Wenn es für Sammler wäre, dann hätte ich gerne auch durchs Führerhäuschen durchgeguckt, wie es die Werbung zeigt. Und wenn es für Sammler wäre, hätte ich gerne hier auch einen klaren Druck, wie er früher mal möglich war. Wenn das Modell zum Spielen auf der Anlage ist, Sound genial, die Kupplungsfunktionen genial, super spaßig, das Ganze mit diesen kleinen Gleismagneten hier unten, anstelle von Haftreifen, funktioniert hervorragend. Ich habe da tolle Züge mitgezogen. Ich habe da richtig Spaß mit dem Modell. Also bin ich da sehr zweigeteilt. Würde mich eure Meinung sehr interessieren. Was meint ihr dazu? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare rein. Und wenn ich jetzt hier auf die Uhrzeit gucke, wir schaffen es nicht. Ich gebe mir immer so viel Mühe, aber ich bleibe trotzdem in so langen Videos drin. Ich hoffe, es hat euch trotzdem sehr gefallen. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und bis dahin, macht's gut, bleibt gesund. Ciao.